Wir lachen so viel auf der Arbeit, das fühlt sich gar nicht an wie richtige Arbeit, aber trotzdem sind wir bei der Sache. Hallo, mein Name ist Roberto Pasarotto und ich arbeite hier im Miniatur Wunderland als Kreatoniker. Zurzeit sind wir damit beschäftigt, einen interaktiven Kirmes zu gestalten mit etwa 40 bis 50 Fahrgeschäften. Unter anderem werde ich ein Fahrgeschäft mit einer Retro-Spielkonsole bauen, die von den Gästen bespielbar sein wird. Im Detail sieht das so aus, dass ich da einen Bildschirm einbauen werde mit einem Controller. Dieses Spiel darauf gespielt werden kann von den Besuchern im Wunderland. Und währenddessen drehen sich noch kleine Figuren und kleine Sachen werden passieren. Es wird bunt blinken mit vielen LEDs und ja, ich denke mal, das wird ganz toll werden. Ja, ein Kreatoniker muss besonders kreativ sein auf jeden Fall. Er sollte in dem Fall Modellbau können und sich aber auch technisch und elektronisch mit Sachen ausdenken. Wie komme ich darauf, so zu leben, wie ich jetzt lebe? Also dieser Gedanke entsteht eigentlich schon seit meiner Kindheit. Ich war immer großer Peter Lustig-Fan und dieses Leben im Bauwagen, ich fand das schon immer toll. Und jetzt, wo man älter wird und sein Geld immer für teure Mieten ausgeben muss, da ist so ein kleines Eigenheim eigentlich schon mal was ganz Schönes. Zurzeit ist es ja so, dass es mehrere Abteilungen im Wunderland gibt. Ich bin jetzt sozusagen ein Zwischenglied zwischen diesen Abteilungen. So, und ich zeige euch heute jetzt mal, was ich hier baue. Es hat angefangen mit einer Idee von einem echten Fahrgeschäft, was sich Pixar nennt. Und ich habe dann mit dem Schuh, der hat mich auf die Idee gebracht, hey, da könnte man ja mal irgendwie was Cooles, was Abgefahrenes bauen. Ja, und weil ich ein großer Fan bin von Retro-Spielkonsolen, habe ich mir dann überlegt, ja, was kann man da machen, dass vielleicht auch mal die Zuschauer, die Besucher live im Wunderland irgendwas spielen können. Dort wird die Hauptattraktion sein, dass ein Bildschirm mit einer Retro-Spielkonsole dort verbaut werden sein wird. Und die ganze gesamte Deko wird an alte Spiele erinnern. Tetris, Super Mario. Ja, und da ich am Anfang noch, sag ich mal, wenig zu tun hatte im Wunderland, habe ich mir in meiner Freizeit hier zu Hause überlegt, hey, was könnte ich denn mal Cooles bauen? Habe halt dann eine Zeichnung gemacht und habe die in meinem WhatsApp-Status gepostet. Und das hat unter anderem halt Jenny aus der Elektrotechnikabteilung gesehen und sprach mich ein paar Wochen später an, ey, sag mal, möchtest du das nicht machen? Und da habe ich gleich ja gesagt und habe mich natürlich darüber gefreut, dass ich mein erstes Projekt habe. Und dieses Thema Retro-Spielkonsolen, also ich baue Baujahr 84, damit bin ich aufgewachsen mit Gameboy, Nintendos und Super Mario, das ist einfach cool. Und ja, und dann dachte ich mir, das ist genau das richtige Ding für mich und ja, ich kann mich kreativ austoben. So, danach habe ich dieses Modell angefertigt. Das Modell ist aus Pappe, schnell gemacht. Hieran kann man halt sehr gut sehen, ob die Proportionen passen und ob das alles so gut auf der Anlage schon mal raufpasst. Nachdem ich das gemacht habe, habe ich angefangen, die Kunststoffteile anzufertigen. Die wurden halt geschnitten und lackiert und vorbereitet, so dass sie gut passen. Und ich habe mir natürlich noch besondere Gimmicks dafür überlegt und da lasst euch mal überraschen, was ich da noch baue. Ich bin ins Wunderland gekommen durch einen Aufruf auf der Facebook-Seite vom Wunderland, wo ein Kreatoniker gesucht wurde. Und diese Jobbeschreibung war unter anderem mit einem Casting mit Kabel 1 verbunden. Und ja, da habe ich dann dran teilgenommen, weil das war mein Traumjob sozusagen seit meiner Kindheit. Wir hatten mehrere Aufgaben. Die erste Aufgabe war, dass wir einen kleinen Vorplatz in Monaco gestalten sollten. Da sollte wohl sowohl im Modellbau als auch technisch viel gemacht werden. Und die nächste Aufgabe war, dass wir zu dritt einen Unterbau von einem Granatorium gestalten sollten. Und da haben wir sozusagen eine Höllenabfahrt gestaltet. Von der Aufgabe, den Gast hier zum Erschrecken zu bringen, seid ihr aus meiner Sicht sehr dicht rangekommen. Ihr habt den Weg nach unten in Richtung Hölle dargestellt. Roberto, du solltest die Technik machen. Mit dem, was du jetzt zur Verfügung hattest, bist du da auf jeden Fall mit den Ketten in genau diese Tiefe gekommen, wo wir dich sehen wollten und konnten. Eine Stärke jeweils gegenteilig besser. Also muss ich gucken, wo sehe ich die Vision, dass es dieser besondere Mensch ist, größer.
Oder war es am Ende eine Nuance, um sie bei dir zu sehen, Roberto? Deswegen herzlichen Glückwunsch. Ich arbeite jetzt schon seit 3 Wochen an meinem Projekt. Für mich ist das natürlich das erste im Wunderland. Was mich am meisten jetzt in meinem Projekt abverlangt, ist überhaupt erstmal reinzukommen ins Wunderland, um mich zurechtzufinden mit den ganzen Abteilungen oder Materialien, wo liegt was, wo finde ich was, wen muss ich ansprechen, wenn ich irgendwas brauche. Und ja, das ist für mich jetzt erstmal die Herausforderung, um überhaupt auf den Standard des Wunderlands zu kommen. Dass das genauso aussieht, was ich baue, sage ich mal. Natürlich hat das immer einen persönlichen Charakter, aber es muss ja trotzdem ins Wunderland passen. Also das Besondere für mich im Wunderland ist einfach, dass man da einfach sehr viele Möglichkeiten hat, sich auszutoben. Man kann basteln mit den Händen, man kann mit Metall, Holz, man kann mit unterschiedlichen Materialien arbeiten. Und das Schönste ist dann halt, dass das, was man gebaut hat, dann noch der Welt präsentiert wird und jeder irgendwelche schönen Sachen bestaunen kann. Ich hatte ja hier dieses Modell und da habe ich mir hier oben für diesen schönen Platz hier drauf überlegt, dass ich hier Donkey Kong bauen werde. Und diesen Donkey Kong gibt es natürlich nicht zu kaufen, also müssen wir den selber machen. Und dafür habe ich jetzt diese Modelliermasse und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie ich aufgrund von Bildern und Zeichnungen einen Donkey Kong kneten werde. Ich baue jetzt als erstes so, sage ich mal, den Grundkörper. Der wird so 4 cm groß. Wir lachen so viel auf der Arbeit, das fühlt sich gar nicht an wie richtige Arbeit, aber trotzdem sind wir bei der Sache. Da im Wunderland, da passieren jeden Tag irgendwelche komische Sachen im Arbeitsbereich. Also manchmal machen die Leute irgendwelche Liegestützen oder einer legt sich auf den Tisch und man wird rundum mit Klebeband abgeklebt oder da passieren die komischen Sachen. Also man hat da jeden Tag Spaß. Ja, ich habe jetzt hier diesen Donkey Kong in den letzten 2,5 Stunden modelliert, trocknen lassen und habe jetzt eben schon mal eine Schicht Grundierung aufgetragen, damit ich den jetzt im nächsten Schritt anmalen kann. Was für mich Kreativität ist, wenn ich mich frei ausleben kann, wenn ich einfach die Sachen, die ich im Kopf habe, es den Leuten zeigen kann. Ich habe das jetzt hier mal probehalber zusammengesteckt, um zu gucken, ob alle Maße und Dinge passen, die ich gebaut habe. Und habe jetzt hier noch einen Haufen lackierter, bearbeiteter Teile. Und die werde ich jetzt schauen, dass ich die im nächsten Schritt an die Verkleidung montieren kann. Teamgeist ist für mich jetzt im Wunderland etwas, sage ich mal, also ich habe schon in Teams gearbeitet, aber ich war die letzten 3 Jahre selbstständig und habe halt für mich gearbeitet. Da war ich unter mich. Und jetzt bin ich in einem großen Team, verstehe mich mit den Leuten ganz gut und also echt, das ist eine Teamarbeit im Wunderland. Jeder spricht mit einem, die Leute verstehen sich untereinander gut und während der Arbeit wird gelacht. Ich habe jetzt hier meinen Kollegen Falk da und wir werden jetzt mal zusammen dieses Projekt hier austesten und bin gespannt, ob es funktioniert. Erklär doch mal, was du gemacht hast. Genau, ich habe damit eigentlich nichts zu tun gehabt, bis Roberto bei mir im IT-Büro stand und sagte, er braucht einen Monitor und er kriegt das alles irgendwie nicht zum Laufen. Und dann habe ich ihm auf diesen Raspberry hier sein Linux-Image installiert. Das ist ein Open-Source-Projekt, was halt alles Mögliche an alten Spielekonsolen emulieren kann. Dann haben wir uns auf ein Spiel geeinigt und ja, ich habe ihm das dann fertig gemacht und wir gucken jetzt mal, ob das klappt. Jetzt hast du hier deinen wunderschönen Controller. Geil, ja. Und ich habe jetzt hier einfach mal 2 Spielekonsolen installiert. Wir emulieren jetzt hier gerade einen Atari 2600. Mit so ein paar Standardspielen, so ein paar Ping-Pong-Versionen und Pac-Man.
Kritik gehe ich um, ja, mal so, mal so. Manche Sachen denke ich drüber nach, manche Sachen fasse ich vielleicht auch mal falsch auf. Aber das ist ja dann auch je nachdem, was man gemacht hat und warum man was zu hören kriegt. Gerade wenn man denkt, dass man halt was gut kann und dann von Leuten gesagt kriegt, hey, mach doch mal das doch vielleicht anders. Und man denkt sich aber, ey, hä, hallo, es ist doch okay. Für mich dieses Kirmes-Thema ist sehr interessant, weil es sind viele bunte Sachen. Die Fahrgeschäfte sind kreativ und aufgebaut und natürlich ist so ein Kirmes-Thema auch, wie leben die Leute auf dem Kirmes. Und das war für mich natürlich auch ein Thema, wo ich nach Hamburg gekommen bin. Wie lebe ich in Hamburg? Und da war meine Lösung, ich kaufe mir einen Wohnwagen, baue den auch kreativ und schön um und lebe in Hamburg auf einem Campingplatz. Das ist natürlich nicht mein Hauptwohnsitz. Ich wohne eigentlich in Bückeburg und bin in der Woche über hier in Hamburg und am Wochenende mal bei mir zu Hause. Aber eigentlich wohne ich halt die meiste Zeit in diesem Wohnwagen. Ich werde an diesem Projekt noch ich würde mal schätzen, noch mindestens 2-3 Wochen arbeiten, weil sowas braucht ja auch schon Zeit. Es sind viele kleine Details. Ich möchte noch Figuren basteln, möchte noch viel Deko bauen. Also es wird noch ein bisschen Zeit verschlingen. In meinem aktuellen Projekt wird ja auch ein bisschen Hightech verbaut, obwohl es eigentlich Retro ist. Aber in Zukunft wird ja noch ein sehr Hightech-lastiges Projekt auf euch zukommen. Das wird ein Kamerazug werden, der zusammen mit der Video- und mit der Bahnabteilung entstehen wird. Und ja, lasst euch überraschen, ob ihr dieses Ding dann eventuell mal fahren sehen werdet oder auch nicht.